Möglicherweise steht uns eine große Veränderung bevor, ein Shift. Technologie sei der große Motor der Veränderung, sagte einmal ein amerikanischer Futurologe namens Alvin Toffler. Ich bin sehr fasziniert von Technologie und nutze sie auch gern für meine Kreativität. Aber welche ökologischen Folgen hat meine Nutzung der Technologie? Ich habe bisher immer ein bisschen mein schlechtes Gewissen beruhigt, indem ich Sachen gebraucht gekauft habe, und das ist wahrscheinlich auch viel besser. Aber jetzt bin ich auf jemand gestoßen, der sich noch viel tiefer mit diesem Thema beschäftigt und es möglich macht, Technologie zu genießen mit immer weniger Schaden für die Natur. Wir sind Samuel und Carsten Waldeck von Shift und wir bauen das erste deutsche Smartphone. Also wir haben ja diesen Satz hier hinten drauf, Warning, Smartphones can be time killers. Also Smartphones können Zeitkiller sein. Es gibt kein größeres Geschenk für dich heute als die nächsten 24 Stunden. Nutze sie weise. Menschen sind wichtiger als Maschinen. Zeit ist mega wertvoll und auch Beziehungen, ja, dass wir nicht ständig nur vor diesen Geräten hängen und dann den anderen nicht mehr sehen, der neben uns sitzt und wo eine super spannende Beziehung entstehen könnte oder gepflegt werden könnte oder wachsen könnte. Ich glaube, wenn man sich aufs Leben einlässt, dann passieren immer wieder Shifts. Und das ist, glaube ich, auch was wir in unserem Leben gerne auch zulassen wollen, auch uns immer wieder selbst zu überprüfen, immer wieder selbst zu überlegen, sind wir auf dem richtigen Weg oder brauchen wir einen neuen Shift, müssen wir neu umdenken. Im Prinzip bauen wir das, was wir uns selber wünschen. Also wir sind unsere eigene Zielgruppe und wir bauen quasi die Produkte, die wir selber gern hätten auf dem Markt. Also ich denke, ohne Crowdfunding wäre das auch nicht möglich gewesen. Dass uns diese knapp 1000 Leute damals vertraut haben, ist für uns sowas wie ein Wunder. Und das war im Prinzip, was uns total begeistert hat, so zu merken, Ideen, die wir haben, können wir über Crowdfunding einfach mit den Kunden direkt umsetzen. Wir brauchen nicht die Investoren. Und es macht auch total Spaß, weil das dann auch Produkte sind, für die man sich voll begeistert. Und der ganz große Unterschied ist, dass man eben auch die Front abmachen kann, also die Vorderseite. Dann nimmt man einfach hier das Display ab und hier ist ein Konnektor. Wenn man den abmacht, ist das Display gewechselt. Oder man kann hier andere Komponenten rausnehmen, hier die Selfie-Kamera zum Beispiel. Jedes Gerät, was wir verkaufen, ist eine Beziehung mit einem Menschen. Und wenn man das so sieht und so lebt, das fühlt sich dann auch ganz anders an. Das Unternehmen hat den Sinn, so viel Gutes zu tun, wie wir können mit den Ressourcen, die wir haben, und auf dem Weg so wenig Schaden wie möglich anzurichten. Und daran messen wir quasi jede Entscheidung. Alles, was wir tun, messen wir an diesem Ziel und gucken, können wir mehr Gutes tun, können wir irgendwo weniger Schaden anrichten, und in der Kombi, wie können wir das optimieren? Es geht dann eher in Richtung Sinnmaximierung statt Gewinnmaximierung. Es ist quasi ein 100% Social Business in dem Sinne, dass es niemals Gewinnausschüttungen geben wird. Alle Gewinne für Nachhaltigkeit und soziale Gerechtigkeit zu 100%. Der Weg, den wir momentan gehen, ist, dass wir in China produzieren, aber in unserer eigenen kleinen Fertigung. Wir produzieren deshalb in China, weil der Verpackungsaufwand so groß wäre, die einzelnen Komponenten, die wir weltweit beziehen, hierher zu bekommen. Und ein Großteil kommt eben aus Asien und kommt aus China. Und dadurch ist es eben viel einfacher, auch dort eine Fertigung zu etablieren. Man kann überall fair fertigen. Ja? Das hat nichts mit einem Land zu tun, sondern das hat einfach damit zu tun, wie mache ich das und was für eine Einstellung habe ich, was ist mir wichtig. Die gesamte Hauptplatine trägt zu 95% eigentlich für den ökologischen Fußabdruck eines Gerätes bei. Und da ist es eben wichtig, dass die möglichst langlebig auch ist. Deshalb ist es bei uns so, dass man auch zwischen unterschiedlichen Phones upgraden kann. Die Kunden können bei uns das alte Gerät zurückschicken, wir beurteilen den optischen und technischen Zustand und geben dann die Möglichkeit, auf ein anderes Gerät zu upgraden. Und das alte Gerät versickert dann nicht bei uns, geht auch nicht ins Recycling primär, sondern es wird primär weiter genutzt. Alles wird wiederverwendet, also wirklich bis runter auf jede kleinste Komponente, bis auf jede Schraube. Und erst wenn die Komponenten wirklich am Ende sind und gar nichts mehr geht, dann kommt Recycling bei uns dran.
Grenzen sehen wir momentan gerade als kleiner Hersteller auch darin, dass wir sagen können, okay, wir wissen jetzt ganz genau, wo unsere Rohstoffe herkommen und können da zu 100% ausschließen, dass da Leute irgendwie ausgebeutet würden oder so. Das können wir nicht. Und das ist tatsächlich was in einem größeren Maßstab auch gedacht werden muss. Das heißt, da muss sich eigentlich eine ganze Industrie wandeln. Und da können wir natürlich versuchen, Inspirationen zu geben, Dinge zu verändern. Aber da merken wir auch, dass wir ganz viel auch bewegen können, indem wir Beziehungen leben zu den Herstellern. Immer wieder das anregen, immer wieder neue Gedanken und Ideen reinbringen. Es gibt noch was anderes, was wir so den Shift nennen. Und das ist quasi im Prinzip eine der größten Veränderungen der Menschheitsgeschichte jemals. Und dieser Shift steht noch vor uns. Wir sind noch voll am Anfang. Also wir sind bei 1-2% vielleicht. Ich weiß nicht, wann ein Shift dieser Art nochmal vor uns steht. Deswegen wäre es einfach mega wichtig, sich das jetzt gut zu überlegen, ja, und wirklich zu schauen, was machen wir da gerade und warum machen wir das und wo führt das hin? Und dann mal ein bisschen weiter zu schauen, das würde ich mir so wünschen. Da wollen wir uns gern für einsetzen oder dazu beitragen, dass daraus eine Veränderung mit FAI geschrieben passiert. Ich bin seit fast einem Jahr stolzer Besitzer eines Shift-Phones und freue mich, dass ich damit ein so cooles Projekt unterstützen und meinen Beitrag zu einer besseren Zukunft leisten kann. Wenn Leute uns unterstützen wollen, erzählt es einfach gerne weiter.